Heute möchte ich euch mal ein Hotel vorstellen. Es ist das Seaside Boutique Hotel mit 4 Sternen in Porto Rafti in Griechenland in der Nähe von Athen. Es ist direkt an der Ägäis gelegen, also direkt gegenüber vom Meer. Und ich zeige euch natürlich, wie das Zimmer aussieht. Zudem zeige ich euch auch noch die Umgebung, wie schön es dort ist und natürlich auch ausführlich, wie das Frühstück ist. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in Athen, aber nicht in Athen Stadt, sondern ein bisschen außerhalb, direkt an der Ägäis. Und das Hotel, in dem ich wohne, ist so schön, dass ich das zum Anlass nehme, mal ein Video über ein Hotel zu machen. Ich zeige euch mal, wie es heißt. Es ist das 4-Sterne Seaside Boutique Hotel. Und so sieht es von außen aus. Da geht's hoch, da geht's noch höher und da oben sind die Suiten. Unser Zimmer ist allerdings unten. Wir haben sogar eine Terrasse. Da können wir abends schön sitzen. Falls ihr gerne Tiere mögt, hier wohnen auch ein paar Katzen. Nein, die kommen nicht in euer Zimmer, aber die laufen hier auf der Straße rum und sind sehr zutraulich und lassen sich gerne streicheln. Direkt gegenüber von dem Hotel ist sofort ein Fischrestaurant. Aber hier gibt es nur frischen Fisch. Direkt von den Anglern. Und wenn ihr das erkennen könnt, da werden gerade Oktopusse aufgehängt. Wir gehen mal näher ran. Hier, da wird gerade der Oktopus getrocknet. Frischer geht es nicht. So sieht es hier aus, wenn wir mal die Straße lang schauen. Da ist unser Hotel schon wieder und hier geht die Straße weiter. Es ist gerade noch keine Urlaubszeit, weil es ist Ende Januar und es ist noch nicht viel los. Wir sind, glaube ich, gerade die einzigen Gäste im Hotel. Und ja, ich zeige euch noch ein bisschen mehr. In diesem Gebäude ist das Frühstücksbuffet. Die machen das Frühstück tatsächlich selber. Die backen sogar den Kuchen selber. Aber das zeige ich euch später. Die machen sogar auch die Marmelade selber. Also das erste Frühstück war schon sehr übertrieben. Deswegen morgen filme ich es nochmal für euch. Jetzt wollen wir aber mal 1 Minute zu Fuß gehen, um die Ägäis anzuschauen. Da ist sie schon. Da ist die Ägäis. Achtung, Geröllstrand, kein Sandstrand. Hier, glasklares Wasser. Schöner geht's nicht. Jetzt schauen wir uns doch mal um. Dort kann man sogar hinfahren. Nämlich von links kann man da einmal rumfahren. Wunderschön. Es geht hier noch weiter. Da ist noch ein schöner Berg. So sieht es hier aus. Ich zeige euch nun, wie wir denn überhaupt das Hotel erreicht haben. Wir sind am Flughafen Athen, ATH, gelandet und von dort aus haben wir ein Taxi in den Ort Porto Rafti genommen. Und wie ihr seht, es liegt genau am Meer, unser Hotel. Wir sind mit dem Taxi vom Flughafen hierher gekommen. Es gibt einen Festpreis, nämlich 40 Euro. Falls ihr euch auch für einen Transfer mit dem Taxi zum Hotel entscheidet, dann seid froh. Ihr könnt mit allen Zahlungsmöglichkeiten zahlen. Ihr könnt sogar per NFC mit Google Pay und Apple Pay im Taxi bezahlen, weil es gibt nämlich ein Gesetz hier in Athen, dass jeder Taxifahrer dazu verpflichtet ist, Zahlungen per Handy oder Kreditkarte entgegenzunehmen. Und da ich sowieso immer nur mit Kreditkarte zahle, ist das für mich super gut. Wir gehen jetzt hier hinter dem ersten Restaurant lang und oh Wunder, da ist das nächste Restaurant. Das war es dann aber auch. Später kommt noch eine Strandbar und ansonsten ist es hier sehr ruhig. Unser Taxifahrer hat uns mitgeteilt, dass man bitte im Mai oder September, Oktober hierher kommen möchte, weil dann ist es nicht so voll und dennoch kuschelig warm. Und nicht zu warm. Ihr seht, wie schön die Sonne hinter mir scheint. Es sind gerade mal 13 Grad und es ist einfach wunderschön sonnig und die Sonne wärmt sogar schon. Kann man gut aushalten. Die Höchsttemperatur heute soll bei 18 Grad liegen. Und hier um die Ecke, 100 Meter weiter oder 200 Meter weiter, ist gleich ein Supermarkt. Und in dem Supermarkt
machen sie italienischen Kaffee. Den haben wir auch schon probiert, das war der Wahnsinn. Da ist die Espressomaschine. Wir sind nochmal hingegangen. Ganz wichtig, sogar eine eigene Spezialmühle. Das ist der kleine Supermarkt. Nicht mal 10 Minuten Fußweg. Und so sieht es hier aus, wenn ihr aus dem Supermarkt rauskommt. Da ist schon wieder die Ägäis. Und dort hinten ist unser Hotel. Kann man jetzt nicht erkennen, aber dort, wo die Bäume sind, gleich dahinter ist es. Wie gesagt, keine 10 Minuten Fußmarsch. Den Espresso und den Cappuccino gibt es leider nicht in der Tasse, dafür im Becher. Ihr werdet nicht glauben, wie viel wir dafür bezahlt haben. 1,50 Euro, 2 Euro. Wahnsinn. Aber jetzt probieren wir ihn. Wie wird ein 1,50 Euro Espresso in der Nähe von Athen mit der Ägäis im Hintergrund schmecken? Oh, der hat aber viele Aromen. Der ist mild, der ist ein bisschen würzig, der ist ein bisschen säuerlich, der schmeckt nach Kaffee. Großes Lob, 1,50 Euro, besser geht's glaube ich nicht. Hammer. Jetzt wollen wir aber mal ins Zimmer, ne? Aber vorher möchte ich euch zeigen, dass es hier nämlich sogar Fliegengitter gibt, die man verschieben kann, je nachdem welches Fenster ihr aufmachen möchtet. Das ist übrigens unser Zimmer von außen. Dort vorne, wo gerade frisch geputzt wird, ist die Rezeption. Und jetzt gehen wir rein. Ach, da hat schon jemand die Tür offen gelassen. Na, das machen wir noch mal richtig, ne? Tür zu. Zimmer 104. Einmal hinein, bitte. Karte. Es geht auf. Zimmer 104. Als erstes brauchen wir Strom. Plupp, Strom. Spannend ist an der Tür, hier unten ist eine Leiste, damit es nicht zieht. Das ist schon mal sehr praktisch. Jetzt drehen wir uns. Da ist das Fenster, wo wir gerade waren. Ihr habt so schöne Rollos hier. Und dann geht es weiter. Zu den Rollos gibt es, glaube ich, noch Außenrollos. Da ist hier so ein Stab. Eins haben wir mal hochgemacht. Und hier seht ihr nochmal aus dem Blick, hier ist wieder ein Fliegengitter vor. Und genau auf der anderen Straßenseite ist das tolle Fischrestaurant. Hier ist nochmal unser Schild. Wir haben hier eine schöne Sitzecke, wo man sieht, oh, dass wir hier ja wohnen. Da ist mein kleiner Arbeitsplatz. Jetzt schauen wir uns nochmal komplett den Raum an. So sieht es hier aus. Ein Bett und auch noch eine Terrasse. Als Begrüßung bekommt ihr einmal hier eine Karte, was ihr bestellen könnt. Eine Infokarte von einem Pizzabringdienst, der soll übrigens super sein. Und dann gibt es noch ein WLAN-Passwort. Das Weinglas gehört nicht dazu. Hier gibt es noch ein bisschen Wasser zur Begrüßung. Da steht der Router. Also pro Besuch bekommt ihr immer eine Flasche Wasser als Begrüßung und ein Glas. Hier ist die Minibar oder eher ein Kühlschrank, weil da ist nichts drin. Oh, da ist was drin. Da hat jemand Champagner drin. Na, da gönnen wir uns doch gleich einen, ne? Der Champagner ist übrigens aus dem Flugzeug von Swiss Airways. Schauen wir weiter. Da ist das Bett. Das ist kein normales Bett. Dieses Bett ist von, ich sage einfach mal, Guy Laroche. Das ist ein griechischer Nobeldesigner. Und so fühlt sich das Bett auch an. Wir haben unglaublich gut geschlafen. Es ist super bequem, aber es ist eine Decke. Keine getrennten Decken, nur eine ganze. Ob es getrennte Decken gibt, weiß ich nicht. Haben wir bisher nicht gefragt. Hier geht's raus auf die Terrasse. Klack. So.
Jetzt ist natürlich gerade ein bisschen Leben draußen. Und hier ist unsere kleine Terrasse. Mit einem Gast. Hallo, wer bist du denn? Und von hier aus haben wir auch wieder den Blick nach draußen zum Wasser. Da ist das Wasser. Da hinten ist das Wasser. Wir haben von außen noch solche Klapptüren, falls es euch zu hell ist, wenn ihr nachts schlaft, aber das ist es bei weitem nicht. Und sogar ein extra Fliegengitter. Die haben echt an alles gedacht. Jetzt gehen wir wieder rein. So, da ist der Nachttisch mit einer kleinen Steckdose und Lichtschalter für alles. Das ist das Licht. WLAN gibt es hier übrigens auch. Ich habe sogar mal einen Speedtest gemacht. Es sind 15 Mbits. Ein Telefon, das haben wir auch noch nicht benutzt. Und ein Schrank. Der Fußboden ist, glaube ich, aus noblen Fliesen. Und hier geht's ins Bad. Eine Glastür. Geh auf, Bad. So sieht das Bad aus. Ja, die Badewanne ist schön, aber die haben hier bewusst den Stöpsel weggelassen. Auch wenn es eine Whirlpool-Wanne ist, man soll hier nur duschen. Und hier ist aber auch noch ein Fenster. Das schauen wir uns mal an. Ihr seht es. Don't throw toilet paper into the toilet. Man darf hier kein Klopapier ins Klo werfen. Das ist aber leider dem griechischen Abflusssystem geschuldet. Ja, das ist nicht so ganz komfortabel, trifft euch aber regelmäßig, wenn ihr in Griechenland seid. Da ist ein schönes Aufsatzwaschbecken und ein Wasserhahn, ein Föhn, ein Spiegel mit Leuchte. Bestimmt fragt ihr euch jetzt auch noch, warum die hier keinen Duschvorhang haben. Ich erkläre es euch. Also der Duschvorhang fehlt aus hygienischen Gründen. Weil stellt euch vor, jemand anderes duscht vor euch und hat irgendeine Hautkrankheit, dann kriegt ihr die auch. Und deswegen ist es einfacher für das Personal, wenn das ganze Badezimmer überflutet ist, dass sie hier über den Abfluss alles sauber machen. Also wenn ihr hier ein Badezimmer komplett flutet, ist das das Beste für das Hotelpersonal. Das Zimmer hat zudem auch noch eine Klimaanlage. Die geht natürlich nur, wenn alle Türen und Fenster geschlossen sind. Also gerade ist sie halt nicht an, weil wir die Terrassentür aufhaben. Ich habe gerade noch die Info erhalten, dass wenn man diese Straße ein Stück weiter läuft oder fährt, dass man zu einem Sandstrand kommt. Sehr praktisch. Ich habe den Sandstrand gefunden. Er ist wirklich nur knapp 10 Minuten zu Fuß von unserem Hotel entfernt. Aber ich glaube, es ist ein Beachclub, der innerhalb der Saison bezahlt werden muss. Egal, ich zeige euch mal, wie schön es hier ist. So sieht es hier aus. Wir sind tatsächlich in einer Bucht, genau mittig. Und da geht es sogar noch weiter. Wunderschön. Guten Morgen. Nun ist es Zeit für Frühstück. Dazu müssen wir in ein anderes Gebäude. Das seht ihr hier. Dort ist es schon einmal nebenan. Da gehen wir jetzt hin. So sieht der Saal aus, wo wir frühstücken. Ich zeige euch mal was Cooles. Hier sind die Milchprodukte und man soll griechischen Joghurt mit Honig essen. Hier ist das ganze Essen. Brotaufstrich. Hier ist der Honig, den wir essen sollen. Schauen wir uns doch einmal um.
Hier kommt Kaffee, Toastbrot. Was haben wir hier Schönes? Ein bisschen Wurst und Käse. Ja, Eier für mich, sehr gut. Oh, Bacon haben wir auch. Und hier ist leer. Hier gibt es frisch gepressten Orangensaft. Da ist nochmal die Küche. In der Mitte gibt es Gläser und selbstgemachten Kuchen. Hammer. Hier gibt es noch eine mächtige Espressomaschine. Die wird aber nur benutzt zur Saisonzeit, also zwischen Juni und September. Jetzt müssen wir aber mit frisch gepresstem Orangensaft starten. Ach, da hat schon jemand einen Becher hingestellt. Naja. Und so sieht's aus, wenn wir rausgucken. Wieder mal die Ägäis im Hintergrund. Haha, richtig schön. Und jetzt testen wir das Frühstück. Mein Hauptgericht habe ich schon geschafft. Und jetzt gibt es erstmal den frisch gepressten Orangensaft. So wie er sein soll, mit viel Fruchtfleisch. Prosit! Ja, das schmeckt sogar wie in Spanien, zum Beispiel auf Teneriffa. Wunderbar. Und nun der griechische Joghurt, der uns empfohlen wurde, mit regionalem Honig und Marmelade. Und hinein. Ah, tut sich nicht so viel. Komm. Falls sich jemand mit der Konsistenz von Honig auskennt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass er so super zähflüssig ist oder nicht. Aber der ist hier regional. Das muss das Beste vom Besten sein. Honig schwimmt auf Joghurt. Also griechischer Joghurt mit örtlichem Honig ist echt beeindruckend. Ich freue mich schon, den Rest aufzuessen. Ist ja ganz schön viel drin. Man hatte uns empfohlen, beide Joghurt-Varianten zu probieren. Einmal 2%, einmal 5%. Für mich hat ganz klar 5% gewonnen, weil der einfach intensiver ist. Der war richtig gut. Wir haben jetzt das Glück und können zu den Suiten gehen und dürfen einmal das Meer sehen von den Suiten. Erste Suite, Meerblick mit Balkon. Deluxe Room. Wir können rausgucken. Hammer. Und dort können wir auch rausgucken. Und das ist die Superior Suite. Wow. Klein, mit toller Dachterrasse. Schaut euch den Ausblick an. Das ist der Ausblick von der Dachterrasse. So sieht's hier aus. Hammer. Hier kann man es aushalten. Also die Suiten könnt ihr für 120 € die Nacht für 2 Personen buchen, aber direkt über das Hotel. Also nicht über Booking.com, nicht über Expedia, dann kriegt ihr die besten Preise. Später zeige ich euch noch, was wir für unser Hotelzimmer bezahlt haben. Ich habe das nämlich über eine andere Seite gebucht. Über Hotels and Cars by Points. Das ist eine Kooperation mit Lufthansa Miles & More. Nun zeige ich euch noch, was wir für das Hotelzimmer bezahlt haben. Das Hotel selbst hat uns knapp 200 € gekostet für 2 Personen, für 2 Nächte, inklusive Frühstück. Und dann kommen noch die örtlichen Steuern und Gebühren hinzu, dann landen wir bei knapp 230 €. Aber jetzt müssen wir noch anstoßen auf dieses schöne Zimmer und diese schöne Umgebung. Prosit! Ich hoffe, euch gefällt diese Empfehlung. Ah, lecker. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.